Hello, students. How are you all? I hope you're well. I hope you had a really nice weekend. The sun was shining, and I hope you enjoyed a bit of sunshine and had some time to relax and to chill out. And I also hope that you're all healthy as well. Okay, for this week, week 18, our learning goals are that you're going to use some new grammar, reflexive pronouns, that you will strengthen your vocabulary, and also that you're going to write a short story. So I've done the planning for you again. Here is the planning for week 18. On Monday, and I'm just going to talk in German now, montags, da schaust du dir ein Video an, und dieses Video erklärt dir, wie du die Reflexivpronomen gebrauchen kannst in Englisch. Und danach machst du noch 2 Aufgaben. Das zeige ich euch gleich. Am Dienstag haben wir um 11:45 Uhr ein Live-Teaching. Da sprechen wir über die Aufgabe A5, diese hier, die ihr dann machen müsst. Und da werde ich euch zeigen, wie ihr eine kurze Geschichte schreiben könnt und was ihr dazu benutzen könnt, sodass ihr nicht alles euch aus den Fingern saugen müsst. Okay. Und am Donnerstag, das habe ich aufgeschrieben, Teamwork. Da arbeitest du mit einem Klassenkameraden zusammen, um die Aufgabe A6 zu bewältigen. Und dann schaust du auch nochmal dir deinen Text an, den du hier geschrieben hast, schon am Dienstag, schaust du dir am Donnerstag nochmal an, sodass du ihn dann abgeben kannst. Und du machst auch noch ein Kahoot-Challenge, und das ist anhand der Reflexivpronomen. Quizlet habe ich wieder vervollständigt, auch mit den Wörtern aus deinem Textbuch von Seite 172, die waren ja letzte Woche schon da, und von 173, okay? Am Donnerstag habe ich wieder eine Question Round. Da kannst du mich anrufen via Teams und kannst sagen, Frau Norman, ich weiß nicht so gut, wie ich das und das machen soll. Und dann kann ich dir wieder helfen. Das hat sehr gut funktioniert letzte Woche, daher möchte ich das gerne wieder diese Woche machen. Okay, für Montag. Für Montag braucht ihr dieses Slide. Du musst dir erst dieses Video anschauen. Da habe ich euch die Grammatik erklärt in diesem Video. Falls das Video nicht funktionieren sollte bei der PowerPoint, du musst die PowerPoint auf Presenter View setzen, und dann müsste das Video automatisch spielen, wenn du drauf drückst. Falls dies nicht funktionieren sollte, habe ich euch hier unten nochmal den Link aufgeschrieben. Du schaust dir das Video an und dann machst du diese Aufgaben. Die eine Aufgabe ist im Textbuch und die andere ist im Workbook. Du kannst wieder die Antworten entweder auf Papier schreiben oder in die PowerPoint selbst. Das überlasse ich dir, solange du alles am Donnerstag einreichst. Okay, das ist Monday. Dann haben wir hier Tuesday. Tuesday haben wir erstmal das Live Learning, das Live Teaching um 11:45 Uhr. Und da besprechen wir diese Aufgabe hier, die A5. Da geht es nämlich darum, dass du erklärst, wie das Konzert von Jet Marsh, das haben wir letzte Woche schon das Interview gehört von Gillian und ihrer Mutter, dass sie gerne zu dem Konzert möchte. Und diese Woche schreibst du dann, wie das Konzert war. Na, welche Eindrücke haben Rajiv und Gillian bekommen vom Konzert? Das machen wir dann zusammen, und danach erarbeitest du dir alleine diese Aufgabe. Und dann am Donnerstag stands for Teamwork, Thursday, und da machst du die folgenden Aufgaben. Als erstes arbeitest du mit einem Klassenkameraden zusammen, und dann musst du diese Aufgabe im Workbook machen, auf Seite 46. Und das machst du mit einem Klassenkameraden zusammen. Und dann schreibst du hier unten, dann the name of your classmate that you did the exercise together with. Okay? Ihr könnt dann die Antworten auch hier in diese Tabelle reinschreiben. Als nächstes überarbeitest du deine Aufgabe A5. Da musst du nochmal den Text überarbeiten. Kontrolliere deine Sätze, deinen Satzbau, ob du die Wörter richtig geschrieben hast, etc. Aber das werde ich euch nochmal am Dienstag erklären.
Und als letztes, als Abschluss, als Krönung von der Woche, macht ihr nochmal ein Kahoot-Challenge und das geht dann um die Reflexive Pronouns wieder. Und da möchte ich einfach sehen, inwiefern ihr diese Reflexive Pronouns benutzen könnt. Okay, das war alles für diese Woche. I see you on Tuesday. Have a good week. Bye bye.